Willkommen bei Niki at Home. Schön, dass du da bist. Heute zeige ich dir, wie du Gravit-Lachs ganz einfach selber machen kannst. Ich verspreche euch, die Zubereitung ist super einfach. Ich zeige euch Schritt für Schritt, wie es geht. Und so könnt ihr diese Delikatesse zu jeder Zeit ganz günstig zu Hause genießen. Auf meinem Kanal teile ich mit dir ganz viele günstige Deko-DIYs, leckere, gelingsichere Rezepte, die ich dir Schritt für Schritt erkläre, wie du selbst deinen Garten gestaltest und wie du ihn pflegst und alles, was du zur Partyplanung brauchst, vom Kindergeburtstag bis zur Erwachsenenparty. Alles, was du für das Rezept benötigst, ist ein frisches Stück Lachs mit Haut, ein Bund Dill, Salz, Zucker, Pfefferkörner, Fenchelsamen und Koriandersamen. Jetzt gebt ihr die Pfefferkörner, Fenchelsamen und Koriandersamen in einen Mörser und zermahlt alles gut. Muss nicht super klein sein, es geht nur darum, dass die Körner offen sind und so die Aromen in diese Zucker-Salz-Mischung rein können. Falls ihr noch keinen Mörser und Schlegel habt, dann verlinke ich euch hier unten einen in der Infobox. Ich habe meinen mal vor langer Zeit bei Ikea gekauft, habe auch gerade geguckt und Ikea hat auch noch Mörser, der sieht nur ein bisschen moderner aus mittlerweile. Aber beide, den ich euch unten verlinke und der bei Ikea sind echt günstig und haben gute Qualität. Es ist wichtig, dass es ein hartes Material ist, da ist Granit perfekt und dass es innen aufgeraut ist, dass die Sachen da so leicht hängen bleiben. Ja, und so sollte es ungefähr aussehen, dann seid ihr fertig. Das genaue Rezept verlinke ich euch wie immer unten in der Infobox. Danach kommt euer Salz und Zucker dazu und dann verrührt ihr alles gut. Nachdem euer Dill gewaschen und getrocknet ist, könnt ihr ihn jetzt einfach abzupfen. Am besten funktioniert es, wenn man den Dill oben hält und mit der anderen Hand dann so das abzieht. Funktioniert nicht immer, aber das ist auf jeden Fall die beste Methode. Wenn der ganze Dill abgezupft ist, dann könnt ihr ihn einfach mit einem Messer klein schneiden. Am besten funktioniert es, wenn ihr den Dill so ein bisschen zusammenfaltet und zusammenschiebt und dann schneidet. Sobald ihr einmal durch seid, könnt ihr ihn dann einmal rumdrehen, so um 90 Grad und dann mit dem Messer nochmal durchgehen. Es soll ja sein wie so ein kleiner grüner Mantel sozusagen, den der Lachs anbekommt. Und umso kleiner ihr es schneidet, umso besser haftet es dann auch am Lachs. Als nächstes nehmt ihr dann euren klein geschnittenen Dill und drückt ihn schön am Lachs fest. Verteilt es gut überall, dass er überall gut bedeckt ist. Nicht auf der unteren Seite, wo die Haut ist, nur oben überall, wo man das Lachsfleisch sieht. Wenn es noch irgendwo kleine Lücken gibt, wo man den Lachs durchsieht, dann nehmt euch einfach den Dill von einer anderen Stelle, wenn ihr ein bisschen zu viel habt an einer anderen Stelle. Das mag man auch, wo er klebt oder wo zu viel aufgetragen ist. Und dann schiebt ihr es einfach rüber auf die Stelle, die offen ist, sodass alles gut bedeckt ist. Dass später, wenn ihr den Lachs aufschneidet, auch jede Scheibe einen schönen Dillrand hat. Wenn alles gut bedeckt ist, kommt jetzt eure Salz-Zucker-Gewürzmischung drauf. Einfach aufstreuen und gut verteilen.
Als nächstes kommt der Lachs ja jetzt in eine Plastiktüte und eine Auflaufform in den Kühlschrank für 3 Tage. Und falls ihr den Platz im Kühlschrank nicht habt, könnt ihr ihn einfach durchschneiden und zusammenklappen. Und so in die Plastiktüte und die Auflaufform, dann spart ihr euch ein bisschen Platz. Schaut, dass eure Plastiktüte groß genug ist, dass euer Lachs in einem Stück reinpasst. Ist nicht schlimm, wenn irgendwas abfällt von dieser Zucker-Salz-Mischung oder von den Kräutern. Das könnt ihr dann später einfach in die Plastiktüte zurückschieben. Schaut vor dem Zumachen, dass so wenig wie möglich Luft in der Plastiktüte ist und dann verschließt sie. Im nächsten Schritt gebt ihr jetzt einfach euren Lachs in der Tüte in eine Auflaufform. Schaut, dass der Verschluss nach oben schaut, denn die Zucker-Salz-Mischung entzieht dem Lachs ja das Wasser, die Feuchtigkeit, und von daher bildet sich dann so eine Flüssigkeit, und dass die nicht austreten kann, ist es gut, wenn der Verschluss oben ist. Jetzt müsst ihr den Lachs nur mit irgendeiner flachen Oberfläche abdecken. Ich habe hier so ein Holzbrett, das passt ganz gut rein. Und dann beschweren. Ich nehme immer meinen Mörser aus Granit, der ist ja auch schwer. Ihr könntet aber auch einfach eine Konservendose nehmen. Das war schon alles und jetzt kommt er so in den Kühlschrank. Nach 24 Stunden nehmt ihr ihn dann aus dem Kühlschrank und müsst ihn das erste Mal wenden. Schon am ersten Tag kann man hier erkennen, wie viel Flüssigkeit diese Zucker-Salz-Mischung dem Lachs entzogen hat. Dann dreht ihr den Lachs einfach rum und deckt ihn wieder mit dem Holzbrett ab und beschwert ihn und gebt ihn zurück in den Kühlschrank bis zum nächsten Tag. Genau den gleichen Vorgang wiederholt ihr am zweiten Tag. Am dritten Tag ist euer Kraftlachs dann fertig. Ihr könnt ihn aus dem Kühlschrank nehmen und auspacken. Jetzt kann man auch gut sehen, wie viel mehr Flüssigkeit jetzt am dritten Tag in der Tüte ist im Vergleich zum ersten Tag. Wenn ihr den Lachs jetzt aus der Tüte nehmt, dann werdet ihr auch merken, wie die Textur sich geändert hat. Der ist nicht mehr so weich wie vorher, sondern viel fester. Anschließend könnt ihr den Kraftlachs aus der Tüte nehmen und unter kaltem Wasser abspülen. Dreht das Wasser nicht so doll auf, dass euer Strahl nicht den Dill entfernt, weil wir wollen ja, dass der Dill an dem Lachs kleben bleibt. Es geht ja hauptsächlich darum, dass ihr diese Zucker-Salz-Lösung abwascht und um den Pfeffer, Fenchel und Koriander zu entfernen. Also lasst nicht so oft Wasser drüber laufen, pickt es lieber mit euren Fingern so ab, die kleinen Stücke, die da noch sind, und schaut, dass so viel von dem Dill wie möglich hängen bleibt. Wenn ihr fertig seid mit dem Abwaschen, könnt ihr den Lachs einfach auf das Holzbrett zurücklegen. Legt euch ein Stück Küchenpapier unter, dass er unten trocknet. Jetzt müsst ihr den Lachs oben noch trocknen, so ein bisschen vorsichtig ein Küchentuch drauflegen und gut festdrücken. Und dann lieber noch ein zweites oben drauf, dass sich das auch noch mit Wasser vollsaugt, statt das erste abzunehmen, weil umso mehr ihr Tücher wechselt, umso mehr Dill bleibt auch an dem Tuch hängen. Alles nochmal von allen Seiten gut festdrücken und dann das Tuch vorsichtig abnehmen. Falls hier und da noch so ein paar Gewürzkörner sind, dann könnt ihr die jetzt noch abzupfen. Jetzt ist es schon an der Zeit zum Genießen. Ihr könnt ihn entweder direkt aufschneiden oder gut in Folie eingepackt ganz unten im Kühlschrank für 3 bis 4 Tage aufbewahren. Den Kraftlachs könnt ihr mit jedem scharfen Messer aufschneiden, aber weil ich so oft Kraftlachs zubereite, habe ich mir irgendwann mal ein Lachsmesser gekauft. Falls ihr Interesse habt, verlinke ich euch eins unten in der Infobox.
Das Messer setzt ihr am besten schräg an in so einem 45 Grad Winkel, dann schneidet sich der Lachs sehr gut und eure Scheiben werden auch ein bisschen breiter. Dann versucht sie so dünn wie möglich zu schneiden. Manchmal gelingt es mir ganz gut und manchmal nicht. Das ist so eine Übungssache. Und ja, versucht so dünn wie möglich. Ich zeige es euch jetzt noch mal ein bisschen weiter hinten mit dem Schnitt. Da sieht man auch, wie schön breit die Scheiben werden, wenn man in so einem Winkel schneidet. Und wenn ihr dann mit dem Messer nahe an die Haut kommt, dann müsst ihr das Messer den Winkel ändern und es flach parallel sozusagen zur Haut legen, dass ihr das unten auch von der Haut ablösen könnt. Nach dem Abschneiden klappe ich die Scheiben einfach um. Das hat den Vorteil, wenn man es später auf der Platte dekoriert, dass man es einfach wieder zurückdreht und es dann die gleiche Anordnung hat, wie man es abgeschnitten hat. Wenn da mal eine Scheibe so aus der Reihe tanzt wie bei mir, kein Problem, zieht sie vorsichtig raus und legt sie dann einfach ans Ende von euren Scheiben. Dann könnt ihr den nächsten Stapel nehmen und es dann auch so ein bisschen aufschieben, dass es schön aussieht. Wenn euch mein heutiges Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und noch mehr, wenn ihr mir ein Abo dalasst, denn das hilft meinem Kanal enorm weiter zu wachsen. Ich sage schon mal vielen Dank. Wenn alles schön auf der Platte dekoriert ist, könnt ihr noch einen Zweig Dill dazulegen und fertig ist eure Platte mit Kraftlachs. Kraftlachs könnt ihr auf total viele Arten servieren und genießen. Ich stelle euch hier jetzt mal einige vor. Die erste Variante sind Blinis mit Kraftlachs. Das sind kleine russische Pfannkuchen, die herzhaft mit Creme fraiche und Lachs belegt werden. Und die eignen sich super als Vorspeise, vielleicht zu einem Gläschen Sekt oder Champagner, wenn eure Gäste kommen. So ein kleineres, leckeres Häppchen und perfekt als Fingerfood. Blini sind super einfach und schnell zu machen, man kann sie auch gut vorbereiten und ich habe da ein separates Video schon gemacht, das verlinke ich euch hier oben und unten in der Infobox. Der Klassiker ist natürlich Pumpernickel mit Kraftlachs und so isst man es in Skandinavien, wo der Kraftlachs herkommt. Mein persönlicher Favorit ist der Lachsbagel, einfach mit Cream Cheese und Salat oder ihr könnt den Kraftlachs auch einfach auf einem Baguette genießen, ist genauso lecker. Ich hoffe, mein heutiges Video hat euch gefallen und ihr probiert es mal aus. Es ist wirklich so einfach, Kraftlachs selber zu machen und schmeckt so lecker und ihr spart auch noch eine Menge Geld. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Eure Niki.